Sie werden schon als Spielkamerad eingesetzt, als Krankenschwester oder auch als Patientin zum Üben. Taugen Roboter aber auch für die Geldanlage? Wir sind beim Finanzunternehmen Visual West in Frankfurt, ein sogenannter Robo-Advisor. Den Roboter gibt es hier zwar nur als Pappkameraden, doch Olaf Zeitnitz und sein Team nutzen quasi Robotertechnik, um das Geld von Privatanlegern zu verwalten. Also es ist eigentlich digitales Vermögensmanagement. Das heißt, Vermögensmanagement, klassische Anlage in Fonds, ETFs, ein Portfolio wird zusammengestellt, also eine Mischung von verschiedenen Fonds, die einfach schön divers Regionen, Märkte abdecken. Das ist das klassische Vermögensmanagement und das jetzt in die digitale Welt überführt. Klassische Banker gibt es hier wenige, dafür mehr Softwareingenieure, Produktmanager und Finanzmathematiker. Rund 100 Mitarbeiter hat das Fintech, das zur Union Investment Gruppe gehört. Das Geschäftsmodell solch eines Robo-Advisors funktioniert aus Sicht des Kunden recht simpel. Zunächst beantwortet er einen Fragenkatalog, wie alt er ist, ob er eher konservativ oder etwas riskanter anlegen will und so weiter. Der Robo-Advisor wertet die Fragen aus, erstellt ein Risikoprofil und die Anlagestrategie und eröffnet für den Kunden ein Depot bei einer Partnerbank. Der Anleger investiert schließlich per Einmalzahlung oder Sparplan. Der Algorithmus schichtet das Depot je nach Kursentwicklung der Wertpapiere vollautomatisch um. Das sogenannte Rebalancing. Also eigentlich haben wir zwei Kundengruppen im Blick. Zum einen die es nicht machen wollen, also die sagen mal rein Bequemlichkeitsfaktor. Die sagen, ich könnte es selber tun, aber ich suche mir jemanden, den ich für eine Dienstleistung bezahle, er macht es für mich. Das ist die eine Kundengruppe. Die haben wir auf jeden Fall auch. Wir haben auch die Kunden, die sagen, ich möchte mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Ich habe keine Ahnung davon, ich delegiere meine Entscheidung, deine Anlageentscheidung an dich. Neben Visual West gibt es Robo-Advisor wie Scalable Capital aus München, Quirion aus Berlin, Ginmon aus Frankfurt oder auch Pixit. Manche sind Tochterfirmen von Banken, andere eigenständig. In Werbespots wird die einfache, schnelle Geldanlage propagiert. In wenigen Minuten finden wir eine Anlage, die genau zu deinen Bedürfnissen passt. Unsere Finanzexperten haben deine Geldanlage immer im Blick und nehmen dir die Arbeit ab. Gerade bei der jungen, digital affinen Generation scheinen Robo-Advisor im Trend zu liegen. Wir sind verabredet mit Mitgliedern des Frankfurt Finance Club, ein studentischer Börsenstammtisch an der University of Applied Sciences. Manche von ihnen legen jeden Monat kleinere Beträge per Robo-App an. Ich glaube, es lohnt sich vor allem für Einsteiger und für Leute, die sich vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt haben, dass man auf jeden Fall da in dieses Feld reinkommt. Ich finde, die Hemmschwelle wird einfach super herabgesenkt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also man hat jetzt nicht mehr die Hemmnisse zu sagen, okay, ich muss jetzt einen Finanzberater aufsuchen, um mir irgendwas zusammenstellen zu lassen. Man kann da angeben, so, was möchte ich, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche und dann kann man da einfach auf die Algorithmen vertrauen. Der Markt ist zuletzt stark gewachsen. Hatten die Robo-Advisor in Deutschland 2018 noch 1,8 Milliarden Euro Vermögen verwaltet, so waren es 2021 schon 15,7 Milliarden. Nächstes Jahr soll laut Prognose die Marke von knapp 30 Milliarden Euro erreicht sein. Die Finanzroboter haben aus Sicht von Experten allerdings auch einige Nachteile und Lücken. Die Fragen zum Beispiel sind oft sehr allgemein gehalten. Bei Visual West spielt keine Rolle, ob der Anleger Immobilien hat oder nicht, ob er verheiratet ist, Kinder hat, ob er in eine Betriebsrente einzahlt oder verschuldet ist. Für den Finanzwissenschaftler Andreas Oehler von der Universität Bamberg wären das aber wichtige Fragen für eine umfassende individuelle Anlageberatung. Wenn ich eine Verschuldung habe, dann werden die wenigsten Robos darauf hinweisen, dass man vielleicht erstmal die Schulden zurückzahlen sollte, wenn möglich. Es sei denn, man möchte eine günstige Verzinsung bei der Verschuldung zum Spekulieren am Aktienmarkt nutzen. Also diese Hinweise, diese Querhinweise auf die gesamte Lebenssituation, die fehlen beim Robo, wie oft auch leider in der analogen Anlage- und Finanzberatung. Die Robo-Advisor legen oft in ETFs an, also in Indexfonds, die an der Börse gehandelt werden. Die sind günstiger als aktiv gemanagte Fonds. Die Gesamtkosten der Robo-Anbieter liegen oft unter 1% der Anlagesumme pro Jahr.
Laut Andreas Oehler kann das häufige automatische Umschichten des Depots aber Rendite kosten. ETFs dagegen selber kaufen und einfach liegen lassen, bringen langfristig mehr. Gerade dann, wenn es um Krisensymptome geht, sei es nun die Covid-19-Geschichte, die jetzt langsam ausläuft, oder auch die Folgen der Finanz- und Staatsschuldenkrise. Also all diese Besonderheiten, die wir immer wieder im Leben und an den Finanzmärkten haben werden, haben sehr viele Robos nicht gut verkraftet, sondern weniger Rendite bei gleichem Risiko erzielt, als wenn man das privat selbst gemacht hätte. Dass ein Robo-Advisor die mit Abstand beste Finanzberatung bietet, mit den höchsten Gewinnen, damit würde nicht mal Olaf Zeitnitz werben. Er verspricht den Kunden dafür eine solide Standardrendite über einen langen Zeitraum hinweg, mit wenig Aufwand. Es ist nicht individuell im Sinne von, ich gehe jetzt auf deine persönlichen finanziellen Verhältnisse ein. Das tun wir alle nicht, die Robo-Advisor. Dafür ist aber das System nicht ausgelegt. Dafür zahlt man auch entsprechend eben weniger, als wenn man das zahlen würde, wenn man wirklich eine einzelne persönliche Betreuung bekommt. Dann geht man doch lieber zum klassischen Vermögensberater. Für so manchen Finanzexperten steht fest, Algorithmen und Robotertechnik sind eine sinnvolle Ergänzung für die Anlageberatung. Den Menschen komplett ersetzen können die Roboter aber noch längst nicht.